Deine Liebe zu Philipp war von Anfang an etwas sehr Besonderes und verdient meinen ganzen Respekt. Aber wenn du nicht endlich zur Vernunft kommst, werde ich einen Anwalt einschalten müssen. Ich kann das nicht. Ich bin raus. Das wäre doch eh nicht so dein Ding gewesen, oder? Glückwunsch zu deiner weisen Entscheidung. Du bist sowieso viel zu alt dafür. Wie war New York? Ja, toll. Wahnsinnsstadt. Bin auch ein bisschen einschüchternd. Ich habe mich winzig klein gefühlt. Ich dachte eigentlich an die Auktion. Irgendwelche lohnenswerten Exponate gefunden? Ach so, ja, doch, auch. Warum habe ich das Gefühl, dass das nicht das Wichtigste für dich war in New York? Weil Rebecca und ich den ganzen Tag damit beschäftigt waren, ein passendes Souvenir für dich zu finden. Sehr kreativ. Bekommt einen Ehrenplatz. Und, wie geht's Nico und Philipp? Philipp, tja. Letzte Woche war sein Geburtstag. Wir dachten, Nico wollte das nutzen, um Abschied zu nehmen. Es war ein völliges Desaster. Und sie? Will nicht aufhören, an das Unmögliche zu glauben. Sie hat sich verkrochen und ist seit Tagen nicht richtig ansprechbar. Sie verbringt ihre Zeit nur noch bei Philipp. Hat sich während meiner Abwesenheit etwas Neues ergeben? Oder weißt du mehr? Nein, leider nicht. Vielleicht sollte ich noch mal mit Nico reden. So kann das doch nicht weitergehen. Wäre es denn nicht auch möglich, dass sie sich so zurückgezogen hat, gerade weil sie weiß, dass sie loslassen muss? Ich wünschte, es wäre so. So konnte Pollux auch nach Castors Tod mit seinem Bruder zusammenbleiben. Diese quälende Ungewissheit muss furchtbar sein. Ja, nicht loslassen können und gleichzeitig nichts haben, woran man sich festhalten kann. Meine Frau erträgt es nicht länger. Sie will, dass Philipp endlich Frieden findet. Und ich will das auch. Habt ihr kein anderes Thema, über das ihr reden könnt, wenn ich nicht da bin? Trutz hat bereits gedroht, vor Gericht durchsetzen zu lassen, dass Philipps Geräte abgeschaltet werden. Und was denkst du? Er ist tot, Helena. Und er wird es auch bleiben. Und was können wir jetzt tun? Vielleicht kannst du Nike irgendwie überreden, dass... Du weißt schon, in ihrem eigenen Interesse. Sie hat keine Kraft mehr und sie ist einfach zu stolz, um es zuzugeben. Und du bist die Einzige, der sie noch vertraut. So früh hatten wir dich nicht erwartet. Ja, perfektes Timing. Warst du die ganze Nacht am Strand? Leonie. Ach. Hm? Nein. Da läuft nichts. Das wäre schön, oder? Wir verstehen uns so gut. Das ist alles. Ja, nicht? Nee. Außerdem hätte sie dafür sowieso keinen Kopf. Ja, das glaube ich auch. Sie war gestern sehr mitgenommen, als sie ihren Koffer gepackt hat. Sie meint, ihre Eltern verarschen sie nur. Und reden keinen Klartext. Das macht sie schon fertig. Dankeschön. Schön.
Ihr seid ganz cool. Womit haben wir denn diese Auszeichnung verdient? Nein, ich meine es ernst. Auch wenn ihr manchmal ganz schön stressen könnt, finde ich es gut, dass wir über alles reden können. Ganz ohne Geheimnisse und so. Ich sehe schon. So ein Lob bekommt euch nicht, hm? Ich bin schon weg. Erst duschen, dann Arbeit. Ich will, dass wir ihm sagen, dass Clarissa seine Oma ist. Ja. Bist du nur gekommen, um Philipps Grab zu schaufeln? Nicola, bitte. Merkst du nicht, dass du zynisch wirst? Ich bin nicht dein Feind. Werden wir ja sehen. Du hast die Realität aus den Augen verloren. Und damit quälst du meine Frau, mich und vor allem meinen Sohn. Selbstverständlich können Sie hier Ihre Meinung äußern, aber bitte in einem moderaten Ton, so wie es dem Thema angemessen ist. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und die ist dir bekannt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nico, wie stellst du dir das denn vor? Wie soll das denn weitergehen? Jules Verne hat die Mondlandung beschrieben und die Fahrt mit einem U-Boot. Da Vinci wurde belächelt für das Modell eines Hubschraubers. Damals alles reine Utopie. Was soll das? Ich will damit sagen, dass diese Menschen Visionäre waren. Sie haben scheinbare Grenzen in Frage gestellt, haben an Wunder geglaubt, die auch wirklich wahr geworden sind. Warum sollte nicht auch irgendwann jemand kommen, der Philipp erlösen kann? Du bist verrückt, Nicola. Ich muss doch sehr bitten. Nico, in Da Vincis Fall hat es Jahrhunderte gedauert, bis seine Visionen technisch realisiert werden konnten. Willst du Jahrhunderte an diesem Bett sitzen? Das ist mir lieber, als ihn umzubringen. Wenn du mich seinen Vater einen Mörder nennst, ist für mich die Grenze des Erträglichen überschritten. Du lässt mir keine Wahl. Wir sehen uns vor Gericht. Hallo. Hallo. Na, verlaufen? Christophers Blüter ist doch in Köln. Da kennt sich aber einer gut aus. Wenn Sie wollen, können wir gerne zusammen hin. Besser ein spätes Coming-out als nie. Ich hätte gerne einen Termin bei Tanja von Landstein. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Aloha, der Schwule und das Biest. Was haben Sie denn vor? Stöckelschuhe kaufen? Ignorieren Sie ihn einfach. Sein Männerbild ist noch schmieriger als seine Frisur. Sie können reingehen. Danke Ihnen. Das sagen Sie mir erst jetzt? Ist Ihnen klar, wie viel wertvolle Zeit wegen Ihnen verplempert wurde? Sie sorgen dafür, dass die Stoffe pünktlich morgen 12 Uhr geliefert werden. Verstanden? Ja, sicher, ja. Aber wir haben doch vertraglich alles... Geht doch. Herr Sabel, hatten wir beide einen Termin? Ich habe mir Ihr Angebot noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich hoffe, es tat nicht allzu weh. Wenn die Konditionen stimmen, würde ich den Vertrag doch unterschreiben. Wer sagt Ihnen, dass mein Angebot noch gilt? Ich dachte, Ein Model, das denkt, da kann ich ja nicht Nein sagen. Kommen wir mal zu meinen Konditionen. Sie modeln exklusiv für Linie Clarisse. Die Shootings können ziemlich kurzfristig stattfinden. Und Sie stehen für jede Art von PR-Termin zur Verfügung. Verstanden? Bei den kleinsten Verstößen zahlen Sie eine Konventionalstrafe, bis Ihr Dispo blüht. Aber ich bin mir sicher, so weit wird es gar nicht kommen. Denken Sie mal an all die Vorzüge. Sie verdienen exorbitant gut und als Model unserer internationalen Inzestkampagne können Sie sich viele Ihrer kleinen schmutzigen Fantasien erfüllen. meine Fantasien gehen Sie einen Scheiß an. Ich mache den Job und ich werde gut sein, also gewöhnen Sie sich einen anderen Ton an. Ich bin Profi. Dann nehmen Sie sich auch wie einer.
Jetzt gehören sie mir. Ich soll Nico dazu überreden, die Beatmungsmaschinen abschalten zu lassen. Stell dir vor, ich... Papa, was soll ich machen? Ich weiß ja, dass Tristan recht hat. Philipp ist in einem Zustand, der... Und Nico wird davon aufgefressen. Aber wenn ich sie überreden würde, dann kann ich mir nichts mehr vormachen. Dann habe ich Philipp auf dem Gewissen. Endgültig. Es ist müßig, darüber nachzudenken. Nico hat sich für die lebensverlängernden Maßnahmen entschlossen. Lass dich von Tristan nicht unter Druck setzen. Du allein entscheidest. Dann denkst du auch, dass Nico zustimmen sollte, die Geräte abschalten zu lassen? Ja, klar, du kannst dich raushalten. Ihr alle könnt euch raushalten, aber ich nicht, weil sich Nico darauf verlässt, dass ich ehrlich zu ihm bin. Was willst du tun? Ich weiß es nicht. Aber sie sitzt am Bett einer beatmeten Leiche. So kann es doch nicht weitergehen. Sie ist meine beste Freundin und ich will, dass sie irgendwann einfach wieder glücklich wird. Ich weiß, mein Schatz, ich weiß. Sie muss ihn endlich loslassen und wieder anfangen zu leben. Und genau das werde ich ihr jetzt sagen. Lassen Sie sie schmecken. Ganz schön was los heute. Aber du kommst ja bestens damit klar. Sie sollten mich mal sehen, wie der Laden hier so richtig brummt. Sparst du eigentlich immer noch für deine Flugstunden? Logisch. Ich habe jetzt eine Menge Zeit, bis der nächste Anfängerkurs losgeht. Bleibst dran, das gefällt mir. Leonie. Leonie, das ist Frau Schwarz, eine Bekannte meines Großvaters. So ungefähr. Leonie. Hallo. Hallo. Mein Bekannter hat mir erzählt, du wohnst gerade bei den Mendez. Nicht mehr. Da bin ich jetzt ausgezogen. Oh, wo ich gerade von ihm spreche, ich muss los. Was bin ich dir schuldig? 11,80. Bitte. Ich weiß, du kannst gebrauchen. Danke. Hat mich gefreut. Ich auch. Tja, du bist aber nicht gekommen, um fürs Kordfahren abzusagen, oder? Absagen. Hey, niemals. Cousin und Cousine, die nichts voneinander wissen. Woran erinnert mich das nur? Die Situation ist schwierig genug. Du musst nicht immer wieder die Vergangenheit erwähnen. Wieso? Wir haben doch 2 prachtvolle Enkel. Ja, die haben wir. Hoffentlich erleben wir den Tag noch, an dem wir sie auch offiziell als Großeltern in die Arme schließen dürfen. Hoffentlich. Bevor sie sich ineinander verlieben. Sie müssen eine Handhabe finden. Sie entscheidet nicht nach dem mutmaßlichen Willen des Patienten. Ich weiß, dass das nicht leicht ist, aber es ist Ihr Job, sich was einfallen zu lassen. Sorgen Sie dafür, dass der Fall vor Gericht kommt, sofort. So schnell wie möglich. Einer meiner Anwälte. Es gibt ja leider keinen anderen Weg mehr. Vielleicht doch. Helena ist wieder da. Wenn jemand Nico zum Einlenken bewegen kann, dann sie. Gericht, Anwälte, Prozess, das ist doch ein Wahnsinn in dieser Situation. Sie kennen meine Meinung. Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass Sie diese teilen. Darum geht es doch gar nicht. Glauben Sie, Ihrem Sohn wäre es recht, dass Sie sich mit seiner Frau vor Gericht streiten? Was bleibt mir übrig? Ich will, dass Philipp endlich seinen Seelenfrieden findet. Wie gesagt, wenn Sie diesen Kampf vor Gericht ausfechten wollen, werde ich dagegen angehen. Mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Hast du kein Fünkchen Einfühlungsvermögen? Deine Schwester so unter Druck zu setzen? Du weißt doch, wie sie unter dieser Situation leidet. Misch dich nicht in ihr Leben ein. Es tut mir so leid. Helena! Du bist ja wieder da. Wie schön. Wie war's im Big Apple? Ja, gut. Ich soll dich ganz herzlich von Rebecca grüßen. Oh, danke. Ich habe in den letzten Tagen häufig an sie gedacht. Ich kann jetzt, glaube ich, verstehen, wie sie sich bei ihrem Bäcker gefühlt hat, als sie gemerkt hat, dass niemand auf ihrer Seite steht. Ach komm, die anderen haben es dir doch sicherlich schon erzählt. Ich gelte als jemand mit Realitätsverlust. Ach, meinst du nicht, dass sie es nur gut mit dir meinen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Philipps Nähe ihnen unheimlich ist. Und dass sie das Ganze so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen. Inklusive Trutz. Er möchte jetzt vor Gericht einfordern, dass die Geräte abgeschaltet werden. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur... Ach, nix. Denkst du genauso wie sie? Also einverstanden. Endlich erfährt Timo, dass ich seine Großmutter bin. Gut, dann frage ich mal Ricardo, ob er dabei sein kann. Ist das nicht verrückt? Wir haben gerade noch über unsere Enkel gesprochen und jetzt... Du bist nervös, Clarissa. Quatsch. Das ist einfach ein besonderer Moment für mich. Er hält Sie, also mich, für einen schlechten Menschen. Das hat er mir ganz deutlich gesagt. Ja, nicht dir. Dir als Frau Schwarz hat er das anvertraut. Ja, die findet er ja sympathisch. Und ich hoffe, das überträgt sich. Ja, wir müssen natürlich meine Vergangenheit ruhen lassen, sonst funktioniert das nicht. Na, ich denke das Gegenteil. Du findest nur Zugang zu dem Jungen, wenn du offen und ehrlich darüber sprichst. Alles andere führt zu nichts. Kopf hoch, sagt der Scharfrichter. Ach Mensch, Arno, auf deine alten Tage noch karlauern. Ich fühle mich schon schlecht genug. Du kannst ja nur noch besser werden. Sieht so aus, als würde sich das Schicksal unserer Familie auf dieser Insel entscheiden. Wie oft denke ich, ich hätte endlich einmal etwas über das Leben gelernt, aber dann nehmen die Dinge wieder eine Wendung. Ach, du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Womit? Ich bin nervös. Es ist alles etwas komplexer. Ach ja? Nico, ich habe nur eine Vorstellung davon, wie es dir geht. Die Verantwortung, die du trägst für Philipp, das ist unmenschlich. Und du denkst, dass du ihn umbringst, Ben. Allein der Gedanke daran ist derart unerträglich. Nico, das zerfrisst dich. Und natürlich kommt dir der Weg, den du gehst, als der leichtere vor. Aber vielleicht nicht, weil er der richtige ist, sondern weil du keine Entscheidung treffen musst. Du hast Angst vor dem Danach. Ja, ich habe Angst, verdammt. Na und? Hör auf, Helena. Nein, du hast mich gefragt und ich versuche dir zu antworten. Aber ich kann dir nicht die Antwort geben, die du hören willst. Mann, Nico, das hier. Diese Situation mit dem Mann, den du liebst. Du sprichst mit ihm, weil du die Hoffnung hast, dass er dir irgendwann antwortet. Aber das wird er nicht. Weil er nicht mehr kann. Nico, er ist nicht mehr da drin. Hör auf, Helena. Nur das Leben gibt die Antwort, Nico. Und du hast es verdient zu leben. Und genau das würde sich Philipp wünschen, dass die Frau, die er liebt, lebt und nicht mit ihm stirbt. Lass nicht zu, dass dieser Ort ein Grab für euch wird. Lass es nicht zu. Und jetzt hass mich, wie du die anderen hast. Oh, Scheiße. Also dann, Herr Sabel, Ohren steif halten und alles andere auch. Sicher. Ah, Herr Sabel. Na, gehen wir jetzt die strammen Schenkel epilieren? Aber ja, wenn Sie wollen, können Sie gerne mitkommen. Und dann mal. Bleiben Sie auf Abruf, ja? Vielleicht arrangiere ich heute noch die Headshots. Jessica wird Ihnen Bescheid geben. Alles klar. So möchte ich in Zukunft von dir nur noch begrüßt werden. Den Schimpanse? Würdest du jetzt bitte runtergehen? Ich freue mich halt. Hey, wir zwei Spacken als die Topmodels, das wird so hammergeil. Ja. Worauf wartest du noch? Kauf dir eine enge Hose und gib deinen Laden auf. Wieso sollte ich? Der läuft natürlich weiter. Naja, ist ja deine Sache. Was glaubst du, wo das nächste Shooting stattfindet? Von Landstein sucht gerade nach einer passenden Location. Also es wird auf gar keinen Fall so was Peinliches wie diese Fabrikhalle. Sie ist in der Marktforschung total durchgefallen. War ja auch Kims Idee. Also mein Tipp ist ja Malediven. Oder vielleicht sogar noch weiter weg. Korsika! Oh, das wäre so abgefahren. Olli, kannst du dich jetzt vielleicht mal ein bisschen freuen? Ich freue mich doch. Klar, wie über einen Bandwurm. Charlie. Toni. Charlie, ich wollte dir nur sagen, ich kann jetzt endlich die Pension renovieren lassen. Das habe ich ja schon ewig geplant.
Und ich habe eine neue Zapfanlage fürs No Limits bestellt. Bei der jetzigen, da muss ich immer den Druck nachregulieren. Das ist echt die Pest. Sag mal, woher hast du denn auf einmal so viel Geld? Ja, das... Versprich mir jetzt, dass du nicht sauer wirst. Ach, das kann ich nicht, also. Nein. Doch. Olli, du hast nicht wirklich den Modelvertrag bei Tanja doch unterschrieben. Soll ich mir jetzt eine verspiegelte Sonnenbrille kaufen? Was meinst du? Ach komm schon, Charlie, das war eine einmalige Chance. Sowas kommt nur einmal im Leben. Ja, das haben einmalige Chancen so an sich. Olli, warum? Hast du denn schon vergessen, was uns diese... Geisteskranke Natter? Was sie uns alles angetan hat? Ich weiß. Erinnere dich an Sarah von Lahnstein. Als die nicht mehr modeln wollte, hat Tanja sie drogenabhängig und fertig gemacht. Und das nennst du eine einmalige Chance? Charlie, ich brauche einen Neuanfang. Ich gehe kaputt, wenn ich weiterhin jeden Tag dasselbe mache, dieselben Gedanken denke. Ja, das verstehe ich, aber... Nein, das tust du nicht. Ich bin unglücklich, Charlie. Ich bin einsam. Wenn ich jetzt nicht die Kraft finde, einen Neuanfang zu wagen, wer weiß, ob ich das irgendwann noch hinkriege. Wenn du jetzt schon so melodramatisch bist, wie soll das erst werden, wenn du in meinem Alter bist? But I was only tricked. Beiden kommen in einer halben Stunde. Gut. Hast du dir schon überlegt, wie wir das rüberbringen? Nein, aber du doch bestimmt, oder? Nun, das Problem ist ja, dass Timo durch deine Erzählung einen schlechten Eindruck von mir hat. Ja, das ist mir bewusst. Vielleicht willst du ja noch mal mit ihm reden. Ihm alles erklären, ergänzen. Ergänzen. Timo weiß vom Selbstmord deines Stiefvaters. Ja, was soll ich jetzt tun? Soll ich behaupten, er sei selig eingeschlafen? Nein, aber er sollte wissen, dass ich das alles nicht wollte. Wollt ihr euch nicht bitte einmal setzen? Ja, ihr macht mich wirklich ganz irre. Ich werde nicht für dich lügen. Aber ich werde ihm sagen, dass ich dir vertraue. Auch wenn ich selbst nicht so genau weiß, warum ich das tue. Danke. Also keine Beschönigung und keine Lügen, okay? Der einzig gangbare Weg. Im Moment der Wahrheit sollte man kein Ass im Ärmel haben. Das sagt der Richtige. Sag deinem Vater, er kann sich seine senilen Weisheiten sparen. Du kannst dir deine senilen Weisheiten sparen, Papa. Tristan, wenn es nicht wirklich wichtig ist. Es ist wichtig. Du kannst mir nicht einfach mangelnde Sensibilität vorwerfen und mich dann stehen lassen. Sag mir nicht, was ich kann. Helena ist gerade erst zurück. Und du überfällst sie gleich mit so einer Bitte. Ich weiß, dass du dich um Helena sorgst. Ich hatte, weiß Gott, nicht viele gute Freunde in meinem Leben. Philipp war definitiv mein Engster. Ich weiß. Du sprichst immer vom Zusammenhalt der Familie. Und ich glaube auch daran. Ich glaube an den Zusammenhalt. Und wenn Nico nicht die Kraft hat, die schrecklichste aller Entscheidungen zu treffen, dann müssen wir zusammenhalten und gemeinsam die Stärke finden, sie davon zu überzeugen. Auch wenn sie uns dafür erstmal hassen wird. Auch das ist Familie. Auch das ist Solidarität. Es ist furchtbar, aber du hast recht. Du kannst mir doch einfach sagen, worum es geht. Du siehst das doch sowieso. Ist es was Schlimmes? Nein, es ist nichts Schlimmes. Wollt ihr mir was schenken? Nein, wir schenken dir auch nichts. Ist irgendwas? Das kann man so sagen, ja. Manchmal passieren Dinge, die dem Leben eine ganz neue Wendung geben. Ach, was du nicht sagst. Ich dachte, ich hätte damit längst abgeschlossen. Du bist schwanger. Ich hoffe, du bist der Vater. Nein, ich bin nicht schwanger. Erst konnte ich selber kaum glauben und dann wollte ich es nicht zulassen, aber ich denke, jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber was redest du denn da? Jetzt komm mal auf den Punkt. Worum geht's denn? Um mich. Frau Schwarz. Was machen Sie denn hier?
Timo, das ist nicht Frau Schwarz. Das ist meine Mutter. Deine Großmutter. Charlie, arbeitest du jetzt beim Inkassobüro? Die klopfen auch immer so. Ach, ich finde meine Schlüssel nicht. Ach, die hattest du hier heute Morgen auf dem Tisch liegen lassen. Sonst alles klar? Olli hat den Modelvertrag unterschrieben. Was? Ich bin dermaßen enttäuscht, das kann ich dir gar nicht sagen. Das glaub ich dir gerne. Im Gegensatz zu meiner Schwester Henriette war ich wenigstens so etwas wie eine Mutter für Olli. 10 Jahre lang. Ich meine, ich habe bestimmt nicht alles richtig gemacht. Ich bin ja auch kein Engel. Aber ich habe mich weiß Gott bemüht. Ja, bemüht hast du dich. Ja, das hast du. Danke. Ich habe auch gedacht, Olli und ich, weißt du, ich dachte, wir haben das gleiche Empfinden dafür, was richtig und was falsch ist. Sich ausgerechnet mit Tanja einzulassen. Christian, ich weiß, du willst das nicht hören. Aber Olli macht das nur wegen dir. Eure Trennung hat sein Selbstbewusstsein völlig zerrüttet. Ja, Charlie, du hast recht. Ich will es nicht hören. Hast du ihn reparieren lassen? Er ist der dritte im Boot bei uns in Flitterwoch. Ich glaube nicht, dass du hier einen Flatscreen reinkriegst, geschweige denn Personal. Zu Flatscreen, wenn wir uns den Kardonpass hochquälen. In Ladakh? Aufs Dach der Welt. Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Seit mehreren Wochen schon, ja? Es war nicht leicht für mich. Und dann machst du es noch komplizierter, oder was? Oh, sei bitte nicht ungerecht. Deine Mutter hat auch etwas Zeit gebraucht, um das Ey, ich dachte... Scheiße, ich weiß auch nicht, was ich dachte. Ich dachte, meine Mutter ist tot. Und als sie dann plötzlich vor mir stand, da wusste ich nicht, ob ich es in meinem Leben haben will, ob ich das ertragen kann. Ganz ehrlich, mir ist gerade ziemlich egal, wie du dich fühlst, Mama. Timo! Junge, deine Mutter hat es sich nicht leicht gemacht. Du solltest dich auch da raushalten. Du hast mich genauso angelogen wie jeder andere. Ohne mit der Wimper zu zucken. Sorry, Opa, aber das ist echt scheiße. Gestern war sie noch ein Monster und heute soll ich Oma zu ihr sagen, oder was? Ihr spinnt doch! Jetzt reicht's! Komm mal wieder runter, Junge! Ich sag dir alles, was Spar du dir wissen das. willst. Ich dachte, wir sagen uns immer ganz ehrlich, was Sache ist. Das habe ich von euch gelernt. Und ich habe Leonine von euch vorgeschwärmt. Eure Heuchelei ist echt viel schlimmer. Timo, du solltest niemandem böse sein. Sie, bitte, wer immer Sie auch sind. Sie halten sich komplett raus, ja? Ihr kotzt mich an. Ein Glas Champagner, bitte. Champagner, wie du willst. Aber den guten, nicht diese No-Name-Plörre. Auch das. Bitte auch ein Glas für meinen Freund vom Bau. Nichts dagegen. Und du, Olli, startest du jetzt auch völlig durch? Mal sehen. Ja. Sag mal, stehst du auf dem Schlauch? Wenn die Schnitte gefällt, dann schnapp zu. Er ist aber kein Krokodil. Der flirtet nie. Außerdem hat er gar nicht geschaut. Und? Vielleicht ist er schüchtern oder er will, dass du den ersten Schritt machst. Oder er ist hetero und hat 2 Kinder in Paderborn.
Vergiss es einfach, der interessiert mich eh nicht. Ich sehe schon einen Cowboy. Du brauchst meine Hilfe. Jessica, was wir... Ja, er ist es. Na, du fragst dich doch die ganze Zeit, woher du ihn kennst. Er ist das neue Gesicht von Linie Claris. Also sozusagen ein Topmodel. Ah ja. Und arbeitet nebenbei als Kellner. Quatsch, dem gehört der Laden. Und wenn er hier ab und zu mal rumhängt, dann nur, um den Kontakt zu seiner alten Gang nicht zu verlieren. Damit bin dann wohl ich gemeint. Du bist also ein Model? Ja. Okay, Reisetagebuch, erster Tag. Heute geht's los, wie man sieht. Aber um das gleich richtig zu stellen, das meiste Zeug gehört mir. Während dieses bescheidene Häufchen da Nikolas ist. Wir hatten ja eigentlich schon gepackt, aber das musste natürlich alles noch mal neu gemacht werden. Und das ist wirklich nur das Allernötigste. Wir haben so lange von dieser Reise geträumt. Und dann ist immer wieder was dazwischen gekommen. Eigentlich sollte das ja unsere Hochzeitsreise sein. Und heute geht's endlich los. Ach, hier bist du. Ich dachte schon, ich hatte Halluzinationen. Ihn so lebendig zu sehen, so aktiv das ist. Zu Hohenfelden. Was? 3 Monate bis zu einem Gerichtstermin. Überlastet. Soll ich mal verraten, wie überlastet ich bin? Glaubst du, die anderen haben recht? Nico, Mein Sohn ist tot und ich will ihn begraben. Ich bin sein Vater und ich habe das Recht dazu. Ich melde mich wieder. Christian! Warte mal. Was ist los? Was sollte dieser Blick eben von dir bedeuten? Und fragst du, wenn du es eh schon weißt? Vielleicht will ich es von dir hören? Ich habe gestört, dass ich mit diesem Typ geflirtet habe. Du, das ist echt dein Problem. Das finde ich allerdings auch. Du bist jetzt also ein Model? Das war eben nicht nur so ein Spruch von mir. Ich habe tatsächlich einen Vertrag unterschrieben. Ja, das hat mir Charlie schon erzählt. Die hat da ja ihren ganz eigenen Standpunkt. Sie hat auch gesagt, dass sie dich kaum wiedererkennt. Das finde ich ehrlich gesagt auch. Und wofür das Ganze? Damit ich irgendwelche Groupies anhimmeln und du sie hinterher flachlegen kannst? Olli, das ist sowas von arm. Guck mal, wer da spricht. Ja, was? Ich muss mich nicht mit meinem Job profilieren. Hey, du musst nur jedem, den es nicht interessiert, auf die Nase binden, wie geil es mit dieser Jockeymaus läuft. Warum lässt du dir nicht einen Bart wachsen und kratzt dich am Arsch? Dann weiß wenigstens jeder, dass du wieder ein richtiger Kerl bist. Weißt du was? Mach, was du willst und lass mich einfach in Ruhe. Wer ist denn hier wem hinterhergelaufen, Olli? Dios mío! Este nomás se queda nada más. Cálmate. Dime 3. Basta.
Entschuldigung. Danke. Bitte. Eigentlich ist meine Mutter ziemlich cool und offen. Aber letztens hat sie das erste Mal was über meine Großmutter erzählt. Was hat sie denn erzählt? Sie hat ihren Ehemann erpresst und zum Selbstmord getrieben. Hast du schon eine Idee, wie du deinen Traum vom Fliegen verwirklichen kannst? Tja, ich werde wahrscheinlich noch ein Jahr warten müssen. Ich werde dir die 6.000 Euro leihen. Ich habe ja nicht erwartet, dass sie mir gleich um den Hals fällt. Aber das war schon heftig. Diese ganzen Geheimnisse. Er ist fast erwachsen. Es war ein Fehler. Ich hätte ihm sofort die Wahrheit sagen müssen. Nein. Du hattest gute Gründe, es nicht zu tun. Er braucht nur etwas Zeit, um das alles zu verdauen. Die hast du selbst auch gebraucht. Aber so habe ich ihn noch nie gesehen. Ich gehe ihn suchen. Was soll das bringen? Er kommt von alleine wieder. Sie ist doch positiv, Julia. Wir haben diesen ganzen unseligen Eiertanz hinter uns und der Junge, er wird das verkraften. Und wenn nicht? Ich bin startklar. Wo habe ich dich denn gerade hergeholt? Sollen wir gleich los? Los? Hallo, Quadfahren am Strand. Du hast mich eingeladen. Sorry, Leo, aber das wird halt nichts. Wieso denn nicht? Aus Gründen, die... Wir holen das nach, ja? Ich rufe dich an. Okay. Dann tschüss. Ich kann hier doch nicht sitzen und warten. Lass ihn doch erst einmal. Du hast selber gerade gesagt, er ist fast erwachsen. Julia, du musst ihn nicht anrufen. Timo hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Er möchte sich mit mir treffen. Oh, Jessica, stop it, please. Anders? Du, was soll ich machen? Ich mach alles. Sag einfach. Mach einfach nichts. Wie nichts? Das war jetzt gut. Danke, wir sind fertig. Olli? Schau mal nach oben rechts. Olli, hier ist die Kamera. Ja, das ist genau das, was ich von dir will. So, da bin ich. Schön, dass du dich gemeldet hast. Geschenkt. Ja, das ist alles furchtbar schief gelaufen. Wir hätten dich viel früher einweihen müssen. Das tut mir wirklich furchtbar leid. Also wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte dir ja von Anfang an die Wahrheit gesagt. Sobald ich wusste, dass du mein Enkel bist. Aber deine Mutter, also, sie hatte ja völlig recht. Wir mussten uns ja erst wieder mal annähern. Wir wussten ja gar nicht, ob das funktioniert nach all den Jahren. Ich habe mal eine Frage. Wie haben Sie sich das eigentlich gedacht? Sie verarschen mich wochenlang und dann stellt meine Mutter Sie vor und ich sage, ach, du bist meine Oma, das ist ja toll, da muss ich ja gleich ein Weihnachtsgeschenk basteln oder was? Nee, so war das nicht gedacht. Schon vergessen? Ich weiß ein bisschen was über Sie. Zum Beispiel, dass Sie früher einmal die Großmeisterin in Manipulation waren. Meine Güte, das ist eine Ewigkeit her. Ah, richtig. Sie haben sich ja total geändert. Blöd nur, dass mir gerade einfällt, wie Sie mich über meine Oma ausgefragt haben. Sie wissen doch bestimmt noch, was ich damals gesagt habe. Ich meinte, sie ist tot und das ist auch besser so. Daran hat sich nichts geändert. Du glaubst wirklich, Fürst zu Hohenfelden zieht vor Gericht? Ich möchte zumindest darauf vorbereitet sein. Sollte es zu einem Prozess gegen Nico kommen, weißt du, auf welcher Seite ich stehe. Egal, wie ich selbst die Situation mit Philipp einschätze. Ja? Stör ich? Nein, nein, komm rein. Wir müssen Nico den Rücken frei halten.
Ein drohender Prozess in Ihrem Zustand. Sie hat das alleinige Verfügungsrecht, aber das wird der Fürst natürlich anfechten. Daher denke ich, es wäre das Beste, wir könnten ein drohendes Verfahren schon im Vorfeld abschmettern. Versuch es. Ich bin mir sicher, da gibt es Dutzende von Präzedenzfällen. Ich setze mich gleich mal ran. Danke. Du tust genau das Richtige. Ich weiß. Ich weiß. Verzeih mir, mein Sohn. Verzeih. Ich liebe dich. Hier steckst du. Hey, was ist denn los? Was habe ich nur getan? Nico. Das heißt, du lässt die Geräte abschalten? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann hast du sie nicht überzeugen können, stimmt's? Überzeugen. Ich will doch gar nicht, dass sie ihn sterben lässt. Ich kann das gar nicht wollen. Wovon redest du? Ich habe Philipp umgebracht. Weil du Nico überzeugt hast, das Richtige zu tun? Helena, das ist doch Unsinn. Mann, ich hab Philipp überfahren. Ich hab Philipp umgebracht. To